neues Schlagwort des Tages: Bruno Gröning. Der Mann, der zuerst in Herford in Westfalen Aufsehen durch seine seltsamen Heilungen erregte, ist inzwischen nach Rosenheim in Oberbayern umgezogen. Seitdem lagern vor dem Traberhof, Grönings nunmehriger Wohnung und Wirkungsstätte, Tag und Nacht die Mengen der Heilungssuchenden und Neugierigen. Die eigentümlichen Kräfte Grönings, das Bekanntwerden seiner bisherigen Erfolge und die sich oft bis zur... Der Journalist Dr. Kurt Trampler ist 1949 Zeuge der Geschehnisse am Rosenheimer Traberhof. Er schreibt rückblickend: Grönings Zusammenkunft mit den ungezählten Tausenden von Hilfesuchenden war ein Ereignis von dramatischer Wucht. Die apokalyptischen Bilder der großen mittelalterlichen Meister schienen Wirklichkeit zu werden, wenn man das Grauen in sich aufnahm, das diese Menschen hierher geführt hatte. Was alles sich an unheilbaren Krankheiten und Wunden, an seelischer Zerstörung und dumpfer Lebensangst scheu in den Häusern vor der teilnahmslosen Neugier verborgen hatte, hier wurde es unerbittlich, unausweichlich sichtbar. Diese Menschen, die da auf Gröning warteten, gehörten nicht mehr zu den Leichtgläubigen und Begeisterungsfähigen. Sie waren zum weitaus größeren Teil abgestumpft, skeptisch, apathisch, aber sehr hellhörig für alles Unrechte, für jede Phrase, allein noch zu überzeugen durch die hilfreiche Tat. Die Leidenden, Verlassenen, vom Schicksal Geschlagenen, die mit der letzten Hoffnung auf Trost und Heilung zusammengeströmt waren, sie alle waren Ankläger gegen das Zeitalter des Materialismus, für dessen tödliches Versagen sie in ihrer bitteren Not ein unbestreitbares Zeugnis ablegten. Durch den Krieg mit 1000 Wunden und Leiden geschlagen, verstoßen aus der Heimat, allein gelassen in Verzweiflung und Elend, kamen sie zu Gröning. In allen diesen Menschen lebte fraglos die Ahnung, dass sie aus der kalten, herzlosen Gottesferne des Materialismus flüchteten und mit dem Anruf des Heilers ihr Schicksal zugleich der erbarmenden Güte Gottes anheimstellten. Ich hatte eine Freundin in Salzburg und die war blind. Und kein Arzt konnte ihr helfen. Ich hatte vorher Zeitungsberichte gelesen vom Geschehen am Traberhof bei Rosenheim, von den großen Massenheilungen, die durch Bruno Gröning geschehen sind. Und tat das ab. Das gibt es nicht, das kann nur ein Schwindel sein.
hat mich nicht mehr interessiert. Und jetzt kam die Freundin und bat mich brieflich, ich soll sie begleiten nach München. Sie hat keine Begleitperson, sie will zu Bruno Gröning. So was. Nein, unmöglich, ich kann nicht. Wie kann die Laventhaler Maria mich um sowas bitten? Was ist denn los? Zum Gröning will sie. Ausgerechnet zum Gröning. Und ich soll sie begleiten. Gröning? Ist das nicht der Wunderheiler? Ein Scharlatan ist der. Zu dem fahre ich nicht. Na schau, vielleicht kann er dir auch helfen. Das ist doch ein Blödsinn. Das gibt's doch gar nicht. Hin und her überlegt, sie hat niemanden als Begleitperson. Und dann entschloss ich mich und sagte, ich fahre. Grete Holzbauer lebt 1950 mit ihrer Mutter in Kärnten in Österreich. Als sie nach München zu Bruno Gröning fährt, leidet sie selbst an 3 unheilbaren Krankheiten. Wir sind dann bei Herrn Enderlin in München, Schwabing, in einer Privatwohnung empfangen worden. Und da habe ich mich entschlossen vor der Türe. Ich gehe da mit hinein, damit ich sie retten kann vor einem Scharlatan. Ich kann sehen, kann hören. Und so hat man mich hineingelassen. Eugen Enderlin ist Heilpraktiker. Vor dem Vortrag bittet er Grete Holzbauer in ein Nebenzimmer und nimmt ihre Krankengeschichte auf. Seit 15 Jahren habe ich einen chronischen Stirnhöhlenkatarrh. Die Vereiterung ist ganz verhärtet und verkrustet. Ja? Ja, und außerdem habe ich das Gegenteil von Zuckerkrankheit. Ich habe zu wenig Zucker im Blut. Täglich muss ich 7 bis 8 Würfel Traubenzucker zu mir nehmen, um überhaupt existieren zu können. Und trotzdem, wenn ich draußen auf der Straße bin und nicht gleich eine Wand erwische oder im Zimmer einen Tisch, dann liege ich am Boden. So schwindlig wird mir oft. Unterzuckerung. Noch was? Ja, im Kriegseinsatz in Jugoslawien habe ich einmal eine Gelbsucht gehabt. Die konnte nicht behandelt werden. Ich konnte keine Diät leben. Und so habe ich mir ein Leberleiden zugezogen. Ich kann nur noch 1/3 aller Speisen zu mir nehmen. Schweinefleisch, Speck und Wurst, das sind das Allerschlimmste. Der Arzt hat gesagt, ich muss mein Leben lang Diät halten. Meine Leberzellen sind kaputt. Wissen Sie, da war vor 14 Tagen eine Dame aus Frankreich da. Die hatte dasselbe Leberleiden wie Sie. Und die war nach einer halben Stunde gesund. Wie bitte? In einer halben Stunde? Gesund? Ja, wenn ich es Ihnen doch sage, die kam krank herein und war gesund. Innerhalb von kürzester Zeit. Beim Gröning gibt es nichts, was es nicht gibt. Eugen Enderlin erlebte 1949 am Traberhof eine Heilung von Angina pectoris. Aus Dankbarkeit stellt er Bruno Gröning nun seine Wohnung für Vorträge zur Verfügung. Im Wohnzimmer warten mittlerweile etwa 50 bis 60 Personen. Bevor Bruno Gröning kommt, spricht Enderlin zu den Heilungssuchenden und erklärt ihnen, wie sie die Heilkraft empfangen können. Und irgendwann sagt er dann, denken Sie jetzt nicht an Ihre Krankheit, denken Sie jetzt an was Schönes. Oder etwas, was Ihnen Freude macht. Und das vergesse ich nie. Ich überlegte, wenn ich an was Schönes denke, kann mir nichts Schlimmes passieren dabei. Das gehe ich ein. Und ich dachte an den Wörthersee, den ich beim Hinfahren erlebt habe. Und in dem Augenblick bekam ich Gefühle im Körper, die ich nicht kannte. Es zog durch meinen ganzen Körper von oben bis unten, bis zu den Armen und Fingerspitzen heraus. Denke, was ist denn das jetzt?
ohne Spritze, ohne Medikament, solche Gefühle. Und das war das erste Mal, dass ich den Heilstrom empfangen habe. Als Heilstrom bezeichnet Bruno Gröning die geistige Kraft, durch die die Heilungen geschehen. Er nennt sie auch die göttliche Kraft. Dann kam Bruno Gröning selbst. Und dann, so nach einer Stunde circa, fragte Herr Gröning mich: Wie sind Sie nach München gekommen? Und ich sagte: Mit dem Zug. Und er: Nein, unmöglich, ich kann nicht. Das waren genau die Worte, die ich meiner Mutter gesagt habe beim Brief vorlesen. Nein, ich fahre nicht. Nein, unmöglich, ich kann nicht. Die gleiche Geste, die ich machte damals. Und in dem Augenblick wusste ich, er sieht die ganze Szene, die sich vor 14 Tagen bei uns zu Hause abgespielt hat. Ich habe mich so geschämt, am liebsten wäre ich davon gelaufen. Und dann schaute er mich so liebend, verzeihend an und sagte: Schon gut, der Zug hat sie hierher gebracht, ne? Und in dieser eine Minute habe ich den Glauben aufgenommen, dass der Mann mir helfen kann. Und nach dem Vortrag fielen alle Schmerzen ab. Und ich bekam so ein frisches Gefühl, das ich gar nicht mehr kannte, weil ich immer so müde war. Und ein Glücksgefühl. Ich kann es nicht beschreiben in Worte. Und ich wusste, das kann nur die Gesundheit sein. Und dann ging ich zu Bruno Gröning und schüttelte ihm die Hand und sagte: Herr Gröning, ich danke Ihnen. Ich fühle mich jetzt ganz gesund. Und er schaute mich von oben bis unten an und sagte: Ja, Sie fühlen es nicht nur, sondern Sie sind gesund. Aber danken Sie nicht mir, danken Sie Gott. Er hat das getan. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich jahrelang an keinen Gott geglaubt habe. Mit meiner Freundin ging ich dann durch München der Herberge zu, mit so einem Glücksgefühl, unbeschreiblich. Und sie sagte auf einmal: Du, der ist rot. Sag ich: Mitternacht ist es, finster ist es. Sagt sie: Nein, der ist rot. Und dann schaute ich erst intensiv, war eine rote Lichtreklame. Und plötzlich sah sie alle Farben der Lichtreklamen, die da auf der Straße sichtbar waren. Uns beiden war so heilig zumute, wir konnten nicht mehr sprechen. Als Grete Holzbauer am nächsten Morgen aufwacht, hat sie immer noch dieses frische und leichte Glücksgefühl. Sie hat keine Schmerzen mehr und kein Schwindelgefühl. Als ihre Freundin sie bittet, ihr ein Brot mit Speck zu machen, begeht sie den ärgsten Diätfehler.
Dann habe ich gewartet, dass ich Schmerzen da an der Leber bekomme, wie ich hätte bekommen müssen. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, keinen Schmerz. Bin ich wirklich gesund? Jetzt wollte ich wissen, wie das geht. Wie geht das, dass ich auf einmal gesund bin? Keine Erklärung. Was hat der Gröning gesagt? Danken Sie Gott, er hat das getan. Gibt es einen Gott? Gibt es wirklich einen Gott? Wo ist er? Aber es muss einen geben, sonst könnte ich nicht jetzt gesund sein. Und dann erlebte ich etwas, dass ich den Gedanken bekam, ja, es gibt einen Gott. Das ist ja der Beweis. Und der ist nicht da oben, der irgendwo als Geist schwebt. Der muss ja bei mir sein. Und der muss in Wirklichkeit ganz lieb sein, dass er mir ohne meinen Verdienst einfach die Gesundheit schenkt. Wir blieben dann noch und konnten 3-mal im ganzen Bruno Gröning erleben bei Ennerlin. Und als wir das 2. Mal hingingen, wir waren eingeladen, da erlebte ich auch was Besonderes. Eine Frau kam auch in den Saal, zittrig, hat zentimeterweise die Füße vorgeschoben und brauchte von Türe bis zu ihrem Platz sehr lange. Mit den Händen gezittert. Und später, als Herr Gröning dann kam, da hat er dann einen Vortrag gehalten und mit dem Vortrag sagte er, kommen Sie heraus, just zu dieser Frau. Und die stand auf und ging normal heraus. Also. Und dann sagte er, na, jetzt gehen Sie mal. Na, die Menschen sind so gesessen in der Reihe. Gehen Sie mal da entlang. Und sie ging. Noch einmal. Noch einmal. So, und jetzt strecken Sie die Arme aus. Sie schaute herum. Sie konnte doch nicht. Ja, sagt er, Sie können. Und auf einmal noch einmal. Noch einmal. Nach unten, nach oben, nach rückwärts. Dann sagt er, machen Sie Kniebeugen. Sagt Herr Gröning, das kann ich nicht. Sagt er, warum nicht? Und macht es ihr vor. Sagt Herr Gröning, ich kann das nicht. Ja, warum? Ja, dann wird meine Laufmasche über die Strümpfe laufen. Hat eine Ausrede gebraucht. Wir lachten alle. Und sie machte Kniebeugen. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Und der Gröning sagte, na, jetzt gehen Sie in den Flur und zeigen Sie Ihrem Mann, was Sie alles können. Ja, warum wissen Sie, dass das mein Mann ist? Und die war schwupps draußen. Die war so schnell gelaufen bei der Tür draußen. Und der Gröning wollte gerade weiterreden. Da kam sie wieder herein und sagte, Herr Gröning, Sie sehen gar nicht, was ich noch machen kann.
Sagte, ich brauche nicht bei der Türe stehen und zugucken. Ich sehe so auch, was sie können. Und wir wussten alle, ohne ein Wort zu sprechen, dass sie ihren Mann wieder umarmen konnte. Ja, in ein paar Minuten hat diese Frau die Heilung bekommen. Und das mitzuerleben, war für mich ganz groß. Damals habe ich mir geschworen, das sage ich niemandem. Das ist mir zu heilig. Das will ich nie verlieren. Und als ich dann nach Hause kam, dann habe ich meine Freundin besuchen wollen in Klagenfurt. Die war aber nicht da, weil ihre Mutter, und die waren im vertrautesten Verhältnis. Ja, wie geht's dir? Du schaust dir so gut aus. Wo warst du denn im Urlaub? Na, sag mir, wo warst du denn? Schau, sagt sie. Du schaust so gut aus, wie ich dich noch nie gesehen habe. Sag mir's doch. Na, dachte ich mir. Sag's dir's halt. Und ich erzählte ihr von dem Erlebnis in München. Und auf einmal sagt sie, du, das ist so komisch, da kribbelt den ganzen Körper. Ich freute mich, dass sie den Heilstrom empfangen hat, obwohl Bruno Gröning nicht persönlich da war. Nach 3 Wochen habe ich sie besuchen können, hat die 3 große Heilungen erlebt in der Zeit. Ein schweres Rheumalein und ein schwerstes Herzleiden war einfach weg. Sie hatte ein Myom an der Wirbelsäule, sie konnte sich nicht mehr bücken, nicht mehr strecken, kein Arzt konnte helfen. Und sie konnte sich bücken, strecken, ohne Schmerzen. Sie hat die volle Heilung bekommen von 3 dieser Leiden. Und dann konnte ich nicht mehr still sein. Dann dachte ich mir, wenn das so geht, dann muss ich den Menschen sagen, die in gleicher schlimmer Lage sind. Ja, da hat Bratnikas gewohnt. Mutter mit Sohn. Das war eine Notwohnung, weil sie ihre Wohnung in Klagenfurt durch Bombenangriff verloren haben. Und da sind sie nach St. Veit gekommen. Viele Stunden verbracht bei ihnen. Wir kannten uns, weil der Sohn im Kammerchor war. Und ich war auch im Kammerchor. Und der hatte Kinderlähmung. Und da kam die Mutter zu mir und sagte, ich habe gehört, Sie waren bei so einem Wunderdoktor in Deutschland. Könnten Sie mir nicht davon berichten, dass mein Sohn, der Kurti, gesund wird? Ich wurde am 20.09.21 in Klagenfurt mit 7 Monaten und einem Gewicht von 1,35 Kilo geboren. Im ersten Lebensjahr erkrankte ich bereits an spastischer Kinderlähmung, an deren Folgen ich bis zum Jahre 51 zu leiden hatte. Mit 4 Jahren wurde Kurt Bratnecker 3 Monate lang von der Brust bis zu den Zehenspitzen in einen Gipsverband gelegt. Beide Beine wurden gegrätscht.
Später musste er 8 Jahre lang an beiden Beinen Stützapparate tragen. Er wurde mehrmals operiert, Sehnen wurden durchtrennt oder verlängert. Im Krieg brachten 2 Nervenschocks eine weitere Verschlechterung. Er musste seine Stellung als Bankangestellter aufgeben und war verzweifelt. Durch Vermittlung von Fräulein Grete Holzbauer bekam ich das Buch Die große Umkehr von Dr. Kurt Brandler zu lesen. Als Erfolg war festzustellen, dass die erste große Besserung eintrat. Die Frau kam, nach 3 Wochen brachte er mir das Buch zurück und sagte, wissen Sie, was geschehen ist? Ich musste seine Hosen um 10 Zentimeter verlängern. Denn es war bei ihm die Sehne verkürzt. Er konnte die Beine nicht strecken. Und deshalb musste er immer so gebückt gehen. Und die Sehne hat sich jetzt gestreckt. Er kann gerade gehen und jetzt sind die Hosen zu kurz geworden. Das Einwärtsdrehen, Schleifen der Beine, Klammer X-Stellung, hörte auf. Weiters kann ich die Kniebeuge leichter machen. Die Haltung des Körpers ist nicht mehr vorgeneigt und die Gleichgewichtsstörung hat nachgelassen. Die Geläufigkeit in den Fingern hat sich auch gebessert. Dann ist er in die Gemeinschaft gekommen und hat so schnell dann die Besserung und die Heilung bekommen, Stück um Stück, dass er ganz schnell gerade über die Treppe auf und ab gehen konnte. Es kam dann so weit, dass er ein paar Jahre später sogar Tanzkurs gemacht hat. Im Mai 1953 schreibt Kurt Prattnecker an Bruno Gröning: Ich möchte Ihnen nochmals, Herr Bruno Gröning, danken, dass Sie mir auch die wunderbare Heilkraft des Vaters, deren Vermittler Sie ja sind, zukommen lassen. Wenn Sie mich sehen würde, so glaube ich, so hätten Sie, lieber Herr Gröning, selbst die größte Freude an diesem Erfolg. Dank Ihrem Entgegenkommen konnte ich doch nach 30-jähriger Krankheit geheilt werden. Jedenfalls bin ich Ihnen zum tiefsten Dank verpflichtet und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit Gottes Segen. Und da sind Leute zu mir gekommen und dann könnte ich jetzt berichten, es waren 40 bis zum Jahre 52 und die halben haben die volle Heilung bekommen, die anderen waren mitten in der Heilung und die wollten Bruno Gröning kennenlernen und ich habe ihn eingeladen. Und er kam und war 3 Tage mein Gast. Ich habe im Gasthaus Löschnig ein Extrazimmer bestellt für diesen Vortrag. Ich habe wenige eingeladen, ja, und jeder hat so viele mitgebracht, von weit und breit. Da war das Extrazimmer, das wir gemietet hatten für den Vortrag. Und um 7 Uhr abends kam Herr Gröning mit mir dann daher. Und da waren ca. 50 Freunde gekommen und er hielt einen wunderbaren Vortrag. Wir sind dann nach Hause, es war ca. Mitternacht und Herr Gröning hat mit meiner Mutter und mit mir bis 4 Uhr gesprochen. In diesen Nachtstunden hat Herr Gröning mir ein Bild geschenkt. Und zwar dieses Bild hier. Und am nächsten Tag, da hätten wir sollen um 3 Uhr hier beginnen, sagte Herr Gröning, und Sie fahren voraus. Ich komme nach. Und als ich daherkam, denke ich mir, was ist denn los? Automenschen, wo kommen die her, was wollen die? Ja, die kommen zum Vortrag zu Bruno Gröning. Da kam ein Polizist auf mich zu. Fräulein Holzbauer? Ja?
Wir sollten mit ihnen reden. Kommen Sie bitte kurz in die Gaststube mit. Ich bin angewiesen, Ihnen Folgendes mitzuteilen. Herr Gröning hat Sprech- und Heilverbot. Wenn er kommt, dann bringen Sie ihn zum Gendarmerieposten nebenan. Er darf nicht in den Saal und er darf nicht zu den Leuten sprechen. Was? Wieso das denn? Warum? Das werden Sie hören. Aber er hat doch nichts getan. Das ist doch nicht verboten. Was soll denn das? Also ich war derart erschrocken, derart verzweifelt. Das werden Sie hören, fertig aus. Und ich ging dann verzweifelt hierher und da kam gerade Bruno Gröning an. Die Leute herum sagen, Herr Gröning, Sie dürfen da nicht hineingehen. Sie dürfen nicht sprechen. Sprech- und Heilverbot. Sie müssen mit mir da zur Dienststelle hochgehen. Ich war so verzweifelt. Und dann tröstete er mich in aller Ruhe, sagte er, schon gut, das wusste ich ja schon lange, dass das so kommen wird. Auf jeden Fall, wir sind dann da hochgegangen zur Dienststelle und der Leitende sagte dann, Herr Gröning, das kommt nicht von mir, sondern ich habe den Befehl bekommen. Und deshalb sage ich Ihnen, Sie dürfen nicht in den Raum, dürfen nicht sprechen und nicht heilen. Und der Herr Gröning sagt, so, das ist ja gar nicht nötig, dass ich da hinuntergehe. Gehen Sie herunter, kommen Sie. Sagt er, nein, ich ja nicht. Er sagt, es wird ja doch das geschehen, was geschehen muss. Wann kommt denn der Gröning? Die Polizei hat ihn abgeholt. Was? Da steckt bestimmt der Sanitätsrat dahinter. So, wer soll jetzt da heruntergehen? Und dann haben die beschlossen, die Gendarmen, also dass ich heruntergehen darf. Also ich darf. Es tut mir leid, dass Sie den Weg umsonst gemacht haben. Aber Herr Gröning kann leider nicht kommen. Er hat Verbot bekommen. Er darf nicht zu Ihnen sprechen. Bitte gehen Sie wieder nach Hause. Dann sprechen doch Sie zu uns. Ja, erzählen Sie uns was für ein Gröning. Also gut. Als ich im Jahre 50 nach München zu Bruno Gröning gekommen bin, war ich am Anfang sehr skeptisch. Ich dachte, Herr Gröning wäre ein Scharlatan und wollte meine blinde Freundin vor ihm beschützen. Aber als ich wieder nach Hause fuhr, war ich geheilt. Ich hatte 15 Jahre lang Auf einmal in der letzten Reihe wird eine Frau kurz ohnmächtig. Der Mann fängt sie noch auf, aber nur eine Minute. Und dann schreit die laut, ich habe die Heilung bekommen, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und er war akademischer Maler, berühmt rundherum. Und gerade das passiert mit seiner Frau. Er hat später dann Bruno Gröning selber gemalt. Später. Die Heilung hat hier begonnen. Und in kurzer Zeit hat die wirklich die volle Heilung gehabt von einer unheilbarsten Krankheit. Als der Vortrag dann beendet war, fiel alles von mir ab. Und ich hatte auf einmal so ein leichtes Gefühl, so leicht.
Und so ein Glücksgefühl. Und ich wusste, das kann nur die Gesundheit sein. Und als Herr Gröning wieder zur Tür hereinkam, ging ich auf ihn zu und sagte, das sind so locker. Herr Gröning, Herr Gröning, ich danke Ihnen. Ich fühle mich jetzt ganz gesund. Und er schaute mich so von oben bis unten an und sagte, ja, Sie fühlen es nicht nur, Sie sind es auch. Aber danken Sie nicht mir, danken Sie Gott. Mama, doch, die Schwurzer, die sind so locker, bind sie mal zu. Aber Mutti, die Schuhe sind ja Was zu. reden Sie denn da? Sind Sie einmal still, das stört doch. Und das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich jahrelang schon an keinen Gott mehr geglaubt habe. Ich kannte die Frau, weil ich sie öfter da am Berg oben, wo sie wohnte, bei einem Bauernhaus, besucht hatte. Die hatte Wassersucht gehabt. Die hat so einen dicken Leib gehabt und die Beine waren so dick, dass in keine Schuhe hineinkam. Und mit Stöcken ist sie dann da hineingehumpelt und redet in einer Tür. Mitternacht ist es, finster ist es. Mama, die Schwurzer, die sind so Was ist denn locker. los? Sind Sie einmal still? Mutti, du hast ja ganz schlanke Beine. Und dann guckten wir alle, waren die dicken Beine, die Oberschenkel und Unterschenkel normal schlank. Und jetzt waren die Schuhe so wackelig und die Mutter hat zur Tochter gesagt, mach mir die Schuhe zu. Die Schuhe sind ausgezogen. Steck mir die Schuhe an. Und guck, Mutti, du hast dir die Schuhe an. Und das war das Schwätzen. Und dann guckten wir alle. Und ich, naiv, guckte, wo die Wasserlacke ist. Das Wasser muss doch jetzt am Boden irgendwo sichtbar sein. War natürlich nicht sichtbar. Und die ist dann schlank dann nach dem Vortrag rausgegangen. Eine andere hatte einen Buckel, so einen Höcker. Was haben Sie gespürt? Ich spüre so ein angenehmes Wärmegefühl im Körper. Und ich fühle mich jetzt so frisch und wohl. Schön. Alles Gute weiterhin. Danke. Was spüren Sie? Ja, es ist so eigenartig. Da ist ein Kribbeln. In die Hände und in die Füße. Das ist der Heilstrom. Lassen Sie es kribbeln. Ja, dankeschön. Und was ist mit Ihnen? Es rumpelt in meinem Bauch. Es rumpelt überall. Mir rumpelt im ganzen Körper. Ja, lassen Sie es rumpeln. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz frei werden. Danke. Die hat dann später in kurzer Zeit auch die volle Heilung gehabt. Der Rücken ist gerade geworden. Sie konnte wieder arbeiten, sie konnte wieder Haushalt machen, sie konnte sogar dann aufs Feld gehen arbeiten. Solche Dinge sind da geschehen während dieses Vortrages mit diesem Bild. Wir sind auf dem Hauptplatz von St. Veit und hier wohnte der Kunstmaler Knaus, deren Frau die große Heilung bekommen hat. Und aus Dankbarkeit hat er dann ein schönes Bild gemalt von Bruno Gröning. In dem Haus hat eine Schneidermeisterin gelebt und die wollte gesund werden und hat damals im Jahre 52, als Herr Gröning bei mir war, gebeten um einen Besuch. Sie hatte nämlich ein Bein kürzer
jahrzehntelang, seit der Jugend. Und ist immer so gehinkt. Und er kam und hat sich lange unterhalten. Und Herr Gröning hat sich verabschiedet. Und am nächsten Morgen um 5 Uhr früh wurde sie wach und bekam solche Schmerzen. Und als sie aufstand, war das Bein einige Zentimeter länger geworden, sodass es normal war. Und so konnte sie gerade gehen. Als Bruno Gröning dann nach Hause fuhr, kam ein Reporter zu mir und hat einen Artikel geschrieben, große Titelseite, Bruno Gröning in Österreich, extra aufgemacht und hat auch dann meinen Heilungsbericht aufgenommen, aber verdreht. Auf jeden Fall nach diesem Artikel in der Zeitung haben sich so viele Menschen gemeldet von Österreich, dass ich in kürzester Zeit 23 Gemeinschaften aufbauen konnte. Und so fing es in Österreich an, dass wir hier ein ganzes Werk Bruno Grönings aufgebaut haben, die Stunden abgehalten haben. Und es sind hunderte Heilungen eingetreten, obwohl dann Bruno Gröning nicht persönlich da war. Es gehört viel Hingabe und Entschlossenheit dazu, Anfang der 50er Jahre ohne Auto und Telefon 23 Gemeinschaften in ganz Österreich aufzubauen. Grete Holzbauer ist unermüdlich unterwegs, hält Einführungsvorträge, in denen sie von ihrer eigenen Heilung erzählt, und Gemeinschaftsstunden, in denen sie die Lehre Bruno Grönings vertieft. Sie fährt mit dem Zug nach Klagenfurt, Bruck an der Mur, Graz, Wien und bis hinunter nach Triest in Italien. Aber Bruno Gröning lässt sie nicht allein. Er schickt ihr einen Helfer aus Deutschland. Grüß Gott, Herr Barbey. Herzlich willkommen in Österreich. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass ich helfen kann. Kommen Sie. Weil ich so jung und unerfahren war, hat Herr Gröning mir den Herrn Barbey geschickt. Das war einer seiner besten Mitarbeiter aus Rosenheim, der Gemeinschaftsleiter. Grüß Gott, Fräulein Holzbauer. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Frau Meier. Freut mich. Ich habe Ihnen heute jemanden mitgebracht. Und zwar, das ist der Herr Barbey. Er ist extra gekommen aus Rosenheim. Willkommen, Herr Barbey. Dankeschön. Er hat Multiple Sklerose gehabt. Und er hat erzählt, dass ein Krieg von einem Lazarett ins andere gekommen ist. Und nicht kriegsfähig war, immer schlimmer geworden war. Und dass am Ende des Krieges so die Heimat verlassen mussten und die in Rosenheim gelandet sind. Auf jeden Fall, er war schwerst gehbehindert. Als Erich Barbey im Spätsommer 1949 von den Geschehnissen am Rosenheimer Traberhof erfährt, bringt seine Frau ihn dorthin. Sie beide standen mitten in der Menge, als Bruno Gröning hier war. Und auf einmal hieß es, Herr Gröning fährt weg. Und sie lief dann durch die ganze Menge zu dem Haus, wo das Auto von Bruno Gröning dann herausfuhr. Und sie ist hingestürmt zum Auto, hat dann Herrn Gröning die Hand gereicht. Er ist gestanden und hat im Auto hat sie rausgereicht. Herr Gröning, bitte helfen Sie meinem Mann, helfen Sie meinem Mann. Und da hat er ihre Hand ergriffen und sie ist dann mitgelaufen, solange sie konnte mit dem Auto. Und er sagte ihr, es wird alles gut, glauben Sie nur. Ich selbst verspürte in meinem Körper ein Strömen und darauf stellten sich allerhand Zustände ein. Es arbeitete im ganzen Körper. Ich möchte heute sagen, der ganze Kerl wurde umgekrempelt.
Ich konnte nächsten Tag dann nochmals in einer Massenansammlung dabei sein und konnte den Traberhof mit hoch erhobenem Stock und frei verlassen. Der kam nach St. Veit und er hat mich dann begleitet in jede Gemeinschaft. Und das war eine große Stütze und Hilfe dann für den weiteren Aufbau. Es kam so, dass ich von Kärnten aus, wo ich zu Hause war, wo ich meine Gemeinschaften hatte, Freunde hier interessiert erlebt habe, kam nach Wien und es entstand eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wurde hier in diesem Hause privat bei Familie Konstant abgehalten. Das waren unsere Gastgeber. Es war so, dass ich jede 3. Woche hierher gefahren bin und die Gemeinschaftsstunde abgehalten habe. Und es kamen immer mehr Freunde und es traten Heilungen ein. Ja, da hat sich's zugetragen. Da hat sich's zugetragen. Da sind die Freunde gesessen in der Gemeinschaft. Da bin ich jede 3. Woche gestanden. Und kam immer von St. Veit hierher gefahren. Mit dem blauen Blitz, Auto gab es damals noch keine für mich. Und da war Gemeinschaftsstunde. Unter den Freunden der Wiener Gemeinschaft ist auch Annemarie Winter. Als Krankenschwester ist sie sehr interessiert am Wirken Bruno Grönings. Frau Annemarie Winter hat jetzt bei Bruno Gröning erfahren, dass man sich auch für andere Menschen einstellen kann. Das heißt, die Bitte an Gott richten, dass auch dieser Mensch über Bruno Gröning den Heilstrom empfangen kann, um so die Heilung zu erlangen. Und das hat sie jetzt in ihrem Beruf angewandt. Sie war in einer Station tätig, und zwar in einem Krankenhaus, wo die schwersten Krebsfälle untergebracht waren, behandelt wurden. Und sie hat sich eingestellt und hat erlebt, dass Menschen vollkommen die Heilung erlebt haben. Nachdem mir Bruno Gröning gesagt hat, ich soll mich an ihn wenden, wann ich vor einem Patienten stehe und Hilfe brauche, habe ich das auch auf meiner Arbeitsstelle angewandt. Da habe ich schon sehr seltsame Dinge erlebt. Nämlich Befunde stimmten plötzlich nicht. Der Arzt erwartete von diesem Patienten, der immer einen schlechten Blutbefund hat, dass auch diesmal der Blutbefund
genauso ein bisschen gebessert, ein bisschen verschlechtert. Aber dass er plötzlich ganz gut ist, das war seltsam. Und das war auffallend. Eine Patientin wird sofort ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie Magen- oder Darmkrebs, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war, hatte und sollte operiert werden. Sie wurde ins Krankenhaus aufgenommen und kommt nach einigen Tagen mit den Röntgenbildern zurück und sagt, die finden nichts dort, es ist nichts zu machen. Da habe ich Begleitschreiben und die Röntgenbilder, sie sehen nichts drauf. Es muss eine Verwechslung gewesen sein. Und das wurde bekannt im Krankenhaus, dass die Menschen auf einmal gesund werden. Und eines Tages war die Türe eines Sport offen zum Zimmer ihres Chefs, Medizinalrat Popsch. Bei uns im Krankenhaus spukt es. An einem Tag sind die Untersuchungsergebnisse eindeutig schlecht. Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Am nächsten Tag ist der Patient gesund. Kann mir mal jemand das erklären? Und da erzählten sie, dass in ihren Stationen das auch geschieht. Die Schwester hat dann den nächsten Tag den Herrn Professor gebeten um ein Gespräch. Und da konnte ich das erste Mal mit ihm über Bruno Gröning sprechen, dass ich dort war und dass ich ihn kennengelernt habe. Und er hat es eigentlich am Anfang nicht sehr ernst genommen. Und dann, nach längeren Gesprächen, hat er gesagt, er würde Bruno Gröning gern kennenlernen. Und als ich das nächste Mal bei Bruno Gröning im Gemeinschaftsabend war, habe ich gebeten, ob ich auch meinen Chef in den kleineren Kreis mitbringen dürfe. Und da war der Chef dann das erste Mal bei Bruno und hat ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Er war für die Sache offen. Er hat mir auch erlaubt, dass ich mich einstelle auf den Patienten. Und wir haben gemeinsam dann die Befunde beobachtet, ob es dort oder da besser geworden ist oder überhaupt geheilt wurde. Er hat sich dann sehr interessiert dafür. Und er ist auch regelmäßig dann zu den Abenden gekommen. Als Professor Popsch zum ersten Mal einen Vortrag Bruno Grönings besucht, ist auch die Tochter von Annemarie Winter anwesend. Das war ein 8-, 9-jähriges Mädchen und die hatte von Geburt an geschielt. Und kein Arzt konnte ihr helfen, sie schielte. Und dieses Mädchen hat auch hier die vollkommene Heilung erlebt. Und Bruno Gröning hat sie dann während des Vortrages herausgeholt, hat sie auf einen Stuhl gestellt und zeigte den Anwesenden dieses Mädchen und es hat dann berichtet, dass sie die Heilung bekommen hat. An einem anderen Abend bringt Professor Popsch einen jungen Kollegen mit zum Vortrag Bruno Grönings. Der junge Arzt sagte dann, Herr Gröning, ich habe bis jetzt immer als meine wichtigste Pflicht angesehen, dem Patienten die volle Wahrheit zu sagen, was ihm fehlt, was er für Krankheit hat, die genaue Diagnose. Und aus Ihrem Gespräch entnehme ich jetzt, dass das nicht richtig ist. Und ich verstehe das jetzt, wie Sie das meinen. Dass man das einem Menschen nicht sagen soll. Zum Beispiel, Sie haben Krebs im letzten Stadium. Weil ich das verstehe, werde ich das jetzt nicht mehr tun. Und Bruno lächelte so und sagte, na, was Sie angerichtet haben durch Ihre Genauigkeit, das merken Sie äußerlich nicht. Was in den Menschen vor sich geht, wenn Sie ihm die Diagnosen so knallhart sagen, obwohl es die Wahrheit ist. Aber was sich hier abspielt,
Er sagte, ich verstehe das. So ein Mensch nimmt die Angst auf, ist verzweifelt. Und wenn er das nicht weiß, kann er eher glauben, dass ihm geholfen wird. Liebe Frau Schusser, Sie können die Mina nicht mitnehmen, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Und ob ich das kann? Ihr könnt ihr ja auch nicht helfen. Frau Schusser, das geht nicht. Herr Doktor, die Mina ist mein Kind. Und wenn ich sie mitnehmen möchte, dann nehme ich sie auch mit. Hören Sie, wenn Sie die Mina jetzt mitnehmen, dann wird sie vermutlich sterben. Wollen Sie das? Sie braucht Ruhe. Sie wird die Fahrt nicht überstehen. Komm, Mina. Frau Schusser, das geht nicht. Sie können sie nicht mitnehmen. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Minna Schusser hat schon die letzte Ölung erhalten, als ihre Mutter sie aus dem Krankenhaus mit nach Hause nimmt. Die Diagnosen der Ärzte gehen auseinander. Der eine spricht von Gelenksentzündung, der andere von Knochentuberkulose. Hoffnung besteht keine mehr. Am 2. September 1952 besucht Grete Rolfsbauer die Familie Schusser. Minnas ehemalige Lehrherrin hat sie darum gebeten. Zu dem Zeitpunkt ist Minna bereits 4,5 Jahre völlig gelähmt. Wir waren angemeldet und in so einem Strecksessel saß diese Minna Schusser, in der Küche eine Affenhitze drinnen und sie hat noch Pullover und Westhemd angehabt, abgemagert bis zu 36 Kilo. Ja, meine Mutter kommt gleich. Warten Sie ein bisschen. Also Frau Bratnicke und ich guckten nur erschütternd, dieser Anblick von der. Und dann kam die Mutter und sagte, kommen Sie ins Zimmer. Ja, und da hat sie uns ins Schlafzimmer geführt und dann sage ich, ja, ich will ja bei ihrer Tochter sein. Die bringe ich Ihnen. Wir setzen uns dort nieder und dann dieses Bild werde ich nie vergessen. Da hat sie die Tochter so genommen, so von rückwärts, und da hing die so auf ihr und dann hat sie die so aufs Bett gesetzt. Und sie konnte sich nicht rühren. Sie hat den Oberkörper zurückgelegt, ihre Beine hochgelegt, sodass sie dann da liegen konnte. Ich habe mich dann umgeschaut und da war dann ein Bild über dem Bett von einem blühend jungen Mädchen. Ein Mädchen, so in 20 Jahren, ne? Sowas. Und dann sagte ich, ist das Ihre Schwester? Sagt sie, nein, das war sie selber. Jetzt fing die auf einmal schreien an. Die Mutter, ganz entsetzt, was ich mit ihrer Tochter tue. Ich habe sie aber nicht angerührt gehabt. Wohl habe ich ihr das Bild, das ich von Bruno Gröning geschenkt bekam, überall hin mitgenommen und legte es ihr auf die Bettdecke und ihre Hände habe ich draufgegeben. Die Mutter ganz erschreckt und sage, keine Angst. Nehmen Sie jetzt das Bild und passen Sie auf, was Sie spüren werden. Sie setzte sich hinten hin, nahm das Bild, auf einmal sagte sie, Sie, im ganzen Körper sind Ameisen. Im ganzen Körper Ameisen. Hat sie das Gefühl gehabt und hat sie in dieser Form den Heilstrom empfangen. Sage ich, sehen Sie, Sie sind gesund und das ist der Heilstrom, weil ich gerade angefangen habe, das zu berichten und zu erzählen. Und sage ich, und das ist der Heilstrom und dieser Heilstrom zieht jetzt in den Körper Ihrer Tochter hinein und will das jetzt ausreinigen, was da drinnen ist, an Lähmungserscheinungen. Das ist das Böse. Und das tut weh, deshalb schreit die, lassen Sie sie ruhig schreien. Und ich habe laut dann weitergeredet. Nach so einer Viertelstunde, dann war sie ruhig, habe ich weitererzählt. Bis ich beendet hatte, wollten wir dann nach Hause fahren. Und dann sagte noch die Frau Schusser, kommen Sie, setzen Sie sich da zum Tisch her,
ich bringe Ihnen einen Kaffee. Und da haben wir uns hingesetzt, die Frau Bratnicke und ich, warteten auf die Mutter. Und da war die Mina da im Bett. Auf einmal setzte sie sich auf. Auf einmal hat sie die Beine hochgehoben, gestreckt. Schaut, was ich kann. Meine Kinder, das war ein solches Erlebnis. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Nein, Minna. Nicht. Minna, der Samen ist gelegt. Die Gesundheit in ihrem Körper. Wie ein Samenkorn, das man in ein Gartenbeet legt. Und das wird jetzt erst aufgehen. Und dann wird die Pflanze wachsen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Pflänzchen ganz erblüht und dass Sie die volle Gesundheit wieder erleben und das ganze Glück. Und dann sage ich so, ich wünsche alles Gute und nach 3 Wochen berichten Sie mir. Schreiben Sie mir oder machen Sie, dass ich erfahre, wie es Ihnen geht. Da ist eine Frau Schusser für dich. Fräulein Holzbauer, gut, dass Sie da sind. Ich muss Ihnen unbedingt was erzählen. Ja, grüß Gott, Frau Schusser. Bitte setzen Sie sich erst mal. Danke. Sie werden es nicht glauben. Die Minna ist gesund. Was? Die Minna ist einfach gesund. Als sie mit Frau Bratnicke gegangen waren, bekam die Minna Hunger. Das war all die Zeit vorher nie passiert. Jetzt isst sie schon fast unmäßig. Und sie hat richtiges Sitzfleisch bekommen. Sitzfleisch? Ja. Statt der Pobacken hatte sie nur Knochen. Mit Haut überzogene Knochen und sie war wund und blutig gelegen. Und jetzt sind die Wunden zugeheilt. Und die Pobacken richtig rund geworden. Aber das ist doch wunderbar. Ja, stellen Sie sich vor, schon nach einer Woche konnte sie aufstehen. Und mittlerweile hilft sie sogar schon bei einfachen Arbeiten. Fräulein Holzbauer, das ist ein Wunder. Das ist ein richtiges Herrgottswunder. Später ist sie einmal nach Rosenheim mitgefahren. Und Herr Gröning kannte sie ja nicht. Und sie saß dann in der ersten Reihe und mit dem Vortrag sagt Herr Gröning, kommen Sie mal heraus und erzählen Sie, wie Sie Ihre Heilung bekommen haben. Und sie war ja so eingeschüchtert vom Land, hat nie von Menschen gesprochen und hat das Stottern angefangen, war so unbeholfen. Und sagt Herr Gröning, na, soll ich das berichten? Also wenn ich einen Fehler mache, dann korrigieren Sie mich. Sie setzt sich nieder und er erzählte klipp und klar alles, wie es sich zugetragen hat. Und dann ließ er den Schlüsselbund fallen, sie springt auf und hebt ihn auf, damit alle gesehen haben, sie kann sich wirklich bücken, sie kann stehen, sie kann gehen. Dann zog er von seiner Brusttasche ein kleines Bildchen heraus. Das haben wir ihm mitgeschickt mit dem Dankesbrief damals. Hatte das Bildchen in seiner Brusttasche getragen gehabt. Herr Barbe hat uns Österreicher eingeladen. Wenn Herr Gröning in Rosenheim Vortrag halten wird, dürfen wir dazukommen. Wir haben einen Waggon gemietet bei der Bahn,
7 Uhr früh sind wir losgefahren in St. Veit. Unterwegs sind einige Freunde zugestiegen. Und dann war ein alter Herr, der sehr belastet war, auf mich zugekommen und sagte, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann neben Abteil nicht mehr sitzen. Ich stehe da beim offenen Fenster raus am Gang. Ich muss sterben, ich muss sterben. Wäre ich nur nicht mitgefahren. Ich muss sterben. Ich sage, ach, nicht so schnell stirbt man nicht, wenn man zu Bruno Gröning fährt. Er ließ sich nichts sagen. Ich habe ihm der Frau Barbey überlassen, die hat ihn getröstet. Und als wir dann nach Hause fuhren, fragte ich, na, nicht gestorben? Wie geht's Ihnen jetzt? Sagte, ich habe die volle Heilung bekommen. Mir geht es so gut, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe alles Ungute, alle Schmerzen, alles verloren. Ich fühle mich himmlisch. Ich bin froh, dass ich mitfahren durfte. Ein andermal waren wir wieder nach Rosenheim gefahren mit wenigen Freunden. Und damals war kein Raum frei. Und ein Freund, der Schreiner war, hat seine Schreinerwerkstätte uns zur Verfügung gestellt. In der Rosenheimer Gemeinschaft war auch der Professor Humann. Er hat sich sehr mit dem Geisting beschäftigt. Und der saß jetzt auch drinnen und die Türe war noch offen. Und wir sahen, dass Herr Gröning schon vor der offenen Türe stand. Und der Humann hat dann zu uns gesprochen und sagte, Sie wissen, geistig gesehen leben wir in einer Eiszeit. In einer Eiszeit. So weit ist die Menschheit herunten. Und da kommt ein Bruno Gröning. Und was das für eine Bedeutung hat, dass der Eisberg schwindet und alles wird anders. Und so in dieser Art hat er geredet. Und wir guckten und haben den Humann angeschaut und dann haben wir gesehen, wie Bruno Gröning draußen gelächelt hat. Und plötzlich kam er herein und dann hat er gesprochen. Und das war eigenartig. Das hat er vorher nie gemacht. Er hat gesagt, so, im Laufe der Ansprache, so, ich gebe Ihnen, passen Sie auf, was Sie spüren werden. Und ich werde es nie vergessen. Da spürte ich etwas, was ich noch nie gespürt habe. Es waren einige Zentren, die auf einmal so aufgegangen sind, gefühlsmäßig, als wenn Blumen von der Knospe aufspringen. So ein Gefühl hatte ich. Und ein Mann, der Tiefenthaler, der hat ein schweres Leiden gehabt. Und der fing an zu stöhnen. In allen Tönen. So circa 5 Minuten. Und auf einmal hört er auf zu stöhnen und sagt, jetzt kann ich durchatmen. Jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich frei. Und tatsächlich dadurch hat er die volle Heilung erlebt. Und Herr Gröning ging so hin und her vorne. Und dann ging er zum Radio, legte ganz kurz die Hand drauf und dann fing das Radio an zu spielen. Ohne dass es eingeschaltet hat. Und der Humann aufgesprungen. Liebe Freunde, wissen Sie, was das bedeutet? Wissen Sie, was das bedeutet? Was Herr Gröning kann? Der Gröning stand nur dort, lächelte. Und dann ging er wieder hin in aller Ruhe,
legte kurz die Hand drauf aufs Radio und dann hat es aufgehört zu spielen. Es Herr der Materie, hat wieder Humann gesagt. Verstehen Sie, was wir jetzt miterleben dürfen? Und dann ist Herr Gröning auch zu einem Mann hingegangen und hat ihm alles erzählt, was er im Krieg verbrochen hat. Er war wohl in Russland eingesetzt als Soldat und hat ihm alles gesagt. Der Mann hat sich geschämt. Der hat sich so geschämt, er hat gesagt, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Das habe ich getan, das habe ich gedacht, das habe ich gesagt. Und da sagt er, gut, dass Sie es jetzt einsehen und bereuen. Das hätten Sie nicht tun sollen. Und dann wussten wir ganz genau, dass Gott verzeiht, wenn ein Mensch es einsieht und bereut. Wir hatten wunderbare Stunden erlebt hier in Rosenheim bei den Vorträgen. Und um 11:30 ging dann der Zug zurück und so um 6 Uhr früh kam er in St. Veit an, gewaschen, gefrühstückt und in die Schule. Und ich konnte unterrichten, ohne einen Schlaf zu haben oder ohne Hindernisse. Nachmittag einen Mittagsschlaf und alle Strapazen waren überwunden. Von Zeit zu Zeit kommt Bruno Gröning nach Österreich und besucht die Gemeinschaften, manchmal auch unangemeldet. Das war Sonntagabends nach der Gemeinschaftsstunde, circa um 10 Uhr. Dann sagte man mir, Herr Gröning ist morgen in Villach, er erwartet Sie abends. Ich war derart überrascht, weil ich wusste, er hat Einreiseverbot. Und in der Zeit ist über Bruno Gröning sehr, sehr Abfälliges in der Presse gestanden. Nicht nur Abfälliges, Lügen, Verleumdung, schlimmster Art. Aber im Villach sagte Herr Gröning dann mir, bitte begleiten Sie mich nächsten Tag zu Herrn Schiller. Er war der Herausgeber von einer Zeitschrift Mensch und Schicksal. Und während des Gespräches bekam ich mit, dass Herr Gröning ihn bat, er soll die Wahrheit über ihn schreiben und in sein Heft so einen Artikel aufnehmen. Mir war es so schwer, als ich erkannte, dass Bruno Gröning als Bittsteller zu dem Herrn Schiller kam. Er bat, dass man über ihn die Wahrheit schreibt. Das hat mich so im Herzen angerührt. Die Presseberichterstattung über Bruno Gröning ist in den 50er Jahren überwiegend abwertend und negativ. Kaum ein Journalist macht sich die Mühe, dem Geschehen um Gröning auf den Grund zu gehen. 1957 erscheint eine ungewöhnlich positive Artikelserie. Der Arzt und medizinische Fachjournalist Dr. Horst Labenske recherchiert für die Zeitschrift Das Neue Blatt sehr sorgfältig und besucht nicht nur Bruno Gröning, sondern auch viele Gemeinschaften und Gehalte, unter anderem auch in Wien. Der Herr Labenske hatte auch die Vollmacht, zu den Ärzten zu gehen. Und danach ist er mit diesen Adressen zu den Ärzten gegangen hier in Wien und hat sich über den Gesundheitszustand dieser Menschen erkundigt und hat erfahren, wie krank die wirklich waren. Und auf das hin hat er dann von der Heilung in seinem Artikel berichtet. Und da durfte ich dabei sein
und war so glücklich, dass das dann im großen neuen Blatt an viele Menschen herangetragen wurde. 1950 lernt Bruno Gröning die Französin Josette Dufossé kennen. Als er sie das erste Mal sah, hat er gesagt, auf sie warte ich schon lange. Beim ersten Begegnung. Da Josette sich sehr für den Aufbau seines Werkes einsetzt und ihn in seiner Arbeit unterstützt, kommen sich beide näher. Im Juni 1955 steht dann die Hochzeit vor der Tür. Die Gäste sind bereits im Wohnzimmer Bruno Grönings versammelt. Wir waren gemütlich beisammen und alles bereit, jetzt in die Kirche zu gehen. Und da kommt das Ehepaar Riedinger an, aus Karlsruhe. Engste Freunde. Und bei der Begrüßung, ja, Herr Gröning, sagte die Frau, Herr Gröning, alles Gute, aber ich habe eine Bitte. Würden Sie sich für diese Frau einstellen? Würden Sie der Frau helfen? Würden Sie dem Mann helfen? Und der Schmidt fuhr dazwischen und sagt, Frau Riedinger, heute hat Herr Gröning seinen freien Tag. Lassen Sie ihn doch wenigstens heute in Ruhe und bitten Sie nicht, dass er wirken soll. Und wir guckten, was kommt jetzt. Wie wird er reagieren? Und er sagte, lassen Sie, Herr Schmidt, das ist mein Schönstes, wenn ich wirken darf. Frau Riedinger, bitte sprechen Sie weiter. Und dann gingen sie gemeinsam da vor die Türe des Balkons und da konnte sie ihre Bitten anbringen. Und anschließend aufgestanden, sagt so, jetzt gehen wir. Es ist der 26. Juni 1955, als Bruno Gröning und Josette Dufossé in Plochingen heiraten. Da in der 3. Reihe bin ich gesessen mit Herrn Barbey. Das Brautpaar hier vorne. Die Trauungszeremonie fand statt und auf einmal ertönte die Orgel und die Freien Anne Ebner von Eschenbach hat dann angefangen mit der Geige dazu zu spielen und dann kam das wichtige Wort. Der Pfarrer fragte dann die Frau. Sie sagte ja. Dann ist er, der Bruno Gröning, gefragt worden. Und er sagte ja. Die Trauung Bruno Grönings war beendet in der Kirche. Das Hochzeitspaar zog jetzt herauf in das Haus, wir Freunde nach. Es war eine besondere Stimmung. Und hier, an dieser Stelle, war ein Rosenbogen. Und zum Teil schon bewachsen. Und da stellte sich das Ehepaar drunter zum Fotografieren. Und das war ein Augenblick für uns Freunde, denn der Bogen, das ist ja das Tor ins geistige Reich. Und zufällig ist hier der Rosenbogen, wo das Brautpaar, das Neugetraute, jetzt darunter stand, um in die Zukunft zu gehen.
Ich durfte einige Male von Österreich Bruno Gröning hier in seinem Haus besuchen. Und einmal war es so, dass ein Fräulein Faller hier als Freundin, als engste Freundin auch hier war und ich sie kennenlernen konnte. Und durch einen Bombenangriff hat sie ihre Wohnung verloren, total zerstört worden. Und in der Wohnung war die Tochter die einzige und ist so auch umgekommen. Und sie sagte, ich habe alles verloren. Ich habe die Wohnung verloren, die Tochter verloren, meinen Beruf verloren, die Heimat verloren und bin in Stuttgart angekommen. Vor allem habe ich meine Gesundheit verloren. Schließlich sagten die Ärzte, dass ich nur noch 3 Wochen zu leben hätte. Und da habe ich dann einen Vortrag Bruno Grönings besucht. Und am Ende dieses Vortrags bin ich gesund zur Tür hinausgegangen. Und seitdem habe ich alles wiederbekommen. Durch die Gesundheit konnte ich arbeiten. Ich habe mir wieder eine Wohnung anschaffen können. Ja, ich kann arbeiten und lebe gut. Das ist doch wunderbar. Bei uns in Österreich geschehen auch so viele wunderbare Dinge. Wir haben über 20 Gemeinschaften und da geschehen Heilungen über Heilungen, Hunderte von Heilungen. Und das, obwohl Bruno Gröning persönlich gar nicht da ist. Plötzlich kam Herr Gröning dann die Treppe herunter und schaute uns an. Und sie sagte dann, Herr Gröning, was das Fräulein Holzbauer alles von Österreich erzählt. Ich hieß damals noch unverheiratet Holzbauer. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar, was sie alles erzählt. Und dann schauten wir uns an. Ich schaute Herrn Gröning in seine Augen und er mir in die Augen. Und diesen Augenblick werde mein Leben nie vergessen. Ich sagte, Herr Gröning, ich tue ja nichts. Ich kann auch nichts. Aber ich bitte Sie einfach, dass Sie helfen und heilen. Und dann geschehen diese Dinge. Und dann sagte er, ja, Sie bitten und ich tue es. Ein andermal war ich auch da und die meisten Freunde waren gegangen. Und da sagte Bruno Gröning, kommen Sie. Das war gerade hier. Und da sagte er, ich gebe Ihnen jetzt das Du-Wort. Nicht mit Wein und Umarmung und Kuss, aber aus dem ganzen Herzen hat er mir die Hand gereicht und er Du gesagt zu mir. Und ich durfte dann Du Bruno sagen. Das ist mir so schwer gefallen, denn die Hochachtung war so groß in mir. Und diese Schwelle zu überschreiten, war für mich eine Überwindung. Und seitdem durfte ich zu ihm Du sagen und er zu mir. Und Mama hat mich dann noch einmal ermahnen müssen, sagt, halt, du sagst jetzt Du zu mir. Und er hatte Kreise um sich.
ganz enge Freunde, die engsten Freunde, die um sich scharten, das waren nicht viele, das waren die Du-Freunde. Und dass ich dann da drinnen sein durfte, im engsten Kreis, das war eine große Gnade. Aber was ich dann später alles miterleben musste, dass auch einzelne Du-Freunde gegen Herrn Gröning gearbeitet haben, weil sie es nicht verstanden haben. Das hat mir dann am meisten wehgetan. Da ist der Stumpenhof. Und da war auch ein Saal. Und in dem haben die Vorstandssitzungen stattgefunden des Gröning-Bundes. Das erste Mal, dass ich sowas miterlebt habe. Und haben diese Freunde, die mir damals noch fremd waren, kennengelernt. Einzelne, es waren nicht sehr viele. Und unter anderem der Herr Weißer. Und dann ist mir aufgestoßen, was dieser Mann sagte. Der sagte so im Jargon, na Bruno, du bist für das Geistige zuständig und für die Heilungen. Du verstehst ja nichts vom Geld, da bin ich zuständig. Ich dachte mir, was redet der da? Also das ist mir aber wirklich ins Herz gegangen. Etwas später hat Bruno Gröning dann mich alleine gesprochen und sagte, na, was ist Ihnen aufgefallen von Herrn Weißer in der Vorstandssitzung? Sag ich, Herr Gröning, damals habe ich noch Sie gesagt, Herr Gröning, ich fand es unverschämt, dass Herr Weißer gesagt hat, du verstehst ja nichts vom Geld. Das werde ich machen. Na, er war Direktor einer Bank gewesen, weltlich gesehen. Und sage ich, das stimmt doch nicht, Herr Gröning. Das stimmt wirklich nicht. Und dann sagt er in aller Ruhe, aber mit Bestimmtheit, was wäre, wenn ich nicht rechnen könnte? Gott rechnet anders als die Welt. Es ist so, wenn man ein Samenkorn in die Erde legt, zum Beispiel von einer Getreideart, und dann wächst aus diesem einen Korn ein Halm und es entsteht eine Ähre mit 30 Körnern. Und wenn man diese 30 Körner wieder in die Erde legt, jedes Korn wieder mal 30. So rechnet Gott in allem. In allem, sagt er. Als Grete Holzbauer zu Bruno Gröning kam, hatte sie viele Fragen. Auch das Sterben beschäftigte sie sehr. Sie erinnert sich an die Beerdigung ihres Großvaters, als sie 12 Jahre alt war. Ich konnte es nicht fassen, dass mein Großvater jetzt da im Sarg liegt und wir ihn da zum Friedhof bringen müssen. Und ich war fassungslos aufgelöst, in Trauer, in Schmerz. Und das ist mir irgendwie mitgegangen, bis ich in die Gemeinschaft Bruno Grönings kommen durfte. Die Auffassung, dass es was Schlimmes ist. Kinder müssen sterben, junge Menschen müssen sterben, alte Menschen müssen am Leben bleiben, wollen sterben und können nicht. Wie ist das von Gott gedacht? Und bekam lange keine Antwort.
Jahre nicht. Aber im letzten Jahr, als ich mit Bruno Gröning in Mimizan in Frankreich zusammen sein konnte, da fing er von selber an, mir diese Antwort zu geben. Einfach und schlicht. Sagte er, bei der Geburtsstunde bekommt jeder Mensch die Sterbestunde mit. Und zwar von Gott selbst. Da kommt keiner herum. Selbst das Leben nehmen, das darf kein Mensch. Jetzt beten wir. Komm her, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Und einen guten dir. Einen guten. In St. Veit waren damals 3 Schwestern und die eine war über 12 Jahre an Multiple Sklerose gelähmt und konnte nur sitzen und gefüttert werden. Schmeckt's dir? Gut. Die Gesunde, die hat diese Gelähmte 12 Jahre betreut und jeden Handgriff gemacht. Und dann ist sie heimgegangen, gestorben. Und für uns war das ein großes Erlebnis, weil keine Trauer da war. Wir haben sie geistig dann empfunden und das war so eine Freude, dass sie schon drüben im Jenseits, im geistigen Reich sein durfte. Diese Schwester, die hat Bruno Gröning besucht. Und wir haben aber Herrn Gröning vorher nicht gesehen. Er konnte nichts wissen von unserer Seite aus. Plötzlich schaut er auf uns. Und dann sagt er so liebevoll zu ihr, na, traurig? Sagt sie, Herr Gröning, überhaupt nicht Trauer. Ich habe überhaupt danach es nicht empfunden, dass sie nicht mehr da war, obwohl ich 12 Jahre sie angezogen habe, gewaschen habe, gefüttert habe. Nichts. Ich habe sie nicht entbehrt. Und von Trauer keine Spur. Na ja, sagt er, ein bisschen doch. Aber gönnen Sie es ihr, dass sie schon drüben im Jenseits sein darf. Dort ist es ja viel schöner. Gönnen Sie es ihr. Danach durften wir uns versammeln, und zwar damals bei einer Wohnung von Herrn Belz. Und es war eine kleine Runde, ganz kleine Runde. Und wir warteten auf Bruno. Und worüber haben wir geredet? Über das Heimgehen, über das Sterben, wie es wohl im Jenseits sein wird, ob wir uns wiedersehen werden oder wie wir ihn erkennen dürfen. Ihn und die dann drüben sein werden, wenn sie keinen Körper mehr haben. Und auf einmal kam Bruno Gröning und hat das Gespräch fortgesetzt und sagte, da, Sie wollen wissen, wie das ist im Jenseits. Ja, sagte er, Sie werden Ihre Lieben alle wiedersehen können. Und Sie fragen sich, wie werden Sie sie wiedererkennen, wenn Sie keinen Körper haben? Sie werden auch keinen Körper haben. Ja, wie haben Sie denn mich wiedererkannt? Im Herzen haben Sie mich wiedererkannt.
Und so werden sie jeden in ihrem Herzen wiedererkennen können. Und das wird schön sein. Grete Häusler hat noch vieles mehr an der Seite Bruno Grönings erlebt. Nie hat er sie in irgendeiner Art und Weise enttäuscht. Doch im Dezember 1958 kommt er nicht zu einer zugesagten Weihnachtsfeier. Als sie Silvester mit ihm telefoniert, ahnt sie nicht, wie schlecht es ihm geht und dass sie ihn nie wiedersehen wird. Ende Januar trifft es sie wie ein Schlag. In der Zeitung heißt es, Bruno Gröning sei in Paris gestorben. Sie kann es nicht glauben. Nein, haben wir gedacht, wieder einmal eine große Lüge. Was lügen die alles zusammen in der Zeitung? Und am Abend haben wir die Frau Gröning angerufen, ob das wahr ist. Und sagt sie ja. Es war so überraschend, dass ich mich wirklich zusammenreißen musste, um jetzt das zu tun in dem Augenblick, was er uns gelehrt hat. Nämlich keine Trauer aufzunehmen. Es kam mir sofort etwas in Erinnerung, was mich so tiefst berührt hatte, als er einmal in einem Vortrag strahlend sagte, meine schönste Stunde in diesem Erdenleben wird sein, wenn ich werde heimgehen dürfen zum Vater. Heimgehen in die Herrlichkeit Gottes. Und da musste ich mich ja mitfreuen in dem Augenblick. Ich kann doch nicht traurig sein, wenn er sich freut. Es überkam mich so eine Freude. Es überkam mich eine solche Liebe. Und ich wusste, er ist in dem Augenblick ganz bei mir. Und es bedarf keines Trostes. Nachdem Bruno Gröning gestorben ist, erinnert sich Grete Häusler daran, wie er einmal von einem Besuch bei einer Familie in Paris erzählte. Es war eine Witwe und noch einige Angehörigen. Und mit im Gespräch sagte Herr Gröning, Ihr Mann sitzt da. Die Frau sagte, Sie wissen ja gar nicht, dass ich Witwe bin. Mein Mann ist doch gestorben, der kann nicht da sitzen. Dann lächelte Bruno Gröning immer so bescheiden und verschmitzt. Sagt er, ja, er ist da. Und die Verstorbenen kommen so lang in die Familie, bis die Angehörigen das weitermachen und vollenden, was er angefangen hat. Und ihr Mann hat etwas angefangen und ist mittendrin abgerufen worden. Ja, sagt sie, und hat dann erzählt, was er da alles begonnen hat. Ja, sagt er, das werden Sie jetzt fertig machen. Und dann kommt er nicht mehr. Das hat Bruno Gröning hier erzählt. Und als Bruno Gröning dann heimgegangen war, haben wir Freunde gewusst, er hat etwas begonnen, das göttliche Werk hier aufzubauen auf der Welt. Seinen Freundeskreis, sein Werk, das muss weitergemacht werden von den Hinterbliebenen, die wir sind.
Es ist nicht aus. Es geht ja weiter. Und das, was ich bin, wozu ich hier bestimmt bin, und das will ich den engsten Freunden mit auf den Weg geben, damit sie es übernehmen und all den weiteren Nachkömmlingen, all den weiteren Menschen, die noch auf dieser Erde auch ein Leben von Gott geschenkt erhalten, dass auch sie von dieser Lehre nicht was, sondern das erfahren, was für sie hier auf dieser Erde, in diesem ihrem Erdenleben von Gott bestimmt ist. Aber ihr sollt heute Gott erkennen, lernen, Gott erkennen können, damit ihr es den Nächsten von morgen sagen könnt.